Mein Name ist Tim Rohe, ich bin Professor für Wahrnehmungspsychologie an der FAU seit 2020 am Institut für Psychologie. In der Lehre vertrete ich die Wahrnehmung, aber auch genereller die Kognition, also menschliches Denken, gebe aber auch Einführungsveranstaltungen in die Psychologie. Was ich heute vor allem als Lehrformat vorstellen möchte, sind Vorlesungen und Seminare, in denen ich vor allem darauf achte, dass die Studierenden nicht nur Wissen und Fertigkeiten und Kompetenzen erwerben, sondern vor allem auch kritisches Denken lernen, sich also in der Lage sind, mit psychologischem Wissen kritisch auseinanderzusetzen. Und das Zweite, was ich sehr wichtig finde in meiner Lehre, ist die eigene Begeisterung für mein Fach auch an die Studierenden weiterzugeben und die Studierenden darüber zu erreichen. Kritisches Denken versuche ich vor allem zu fördern, indem ich versuche, erstmal einen Möglichkeitsraum, eine gute Atmosphäre für kritisches Denken der Studierenden zu schaffen. Das heißt also vor allem eine vertrauliche Atmosphäre, wo man auch sich traut, einfach mal auch vielleicht blöde Fragen zu stellen oder Fragen, die irgendwie abwegig sind. Und eine Möglichkeit dazu ist, sehr früh in den Dialog auch mit den Studierenden zu kommen, beispielsweise indem ich irgendeine provokante Frage stelle, wo die Studierenden erstmal sich zu zweit in Murmelgruppen Gedanken machen und dann diskutieren wir gemeinsam anschließend im Plenum, wie man diese Fragestellung sich anschauen kann. Das forschende Lernen ist auf jeden Fall ein wichtiger Aspekt in meiner Lehre, weil dann schon etwas fortgeschrittene Studierende, die schon etwas Wissen erworben haben, natürlich selber das Wissen auch anwenden sollen in eigenen Forschungsarbeiten. Und da fallen mir vor allem zwei Elemente ein. Eins ist, dass ich in Seminaren zur Wahrnehmungspsychologie die Studierenden auffordere, auch eigene Wahrnehmungsexperimente zu machen. Also sich nicht nur mit primären Forschungsartikeln zu beschäftigen, sondern zum Beispiel einen Forschungsbefund aus einem Artikel selber zu replizieren mit vielleicht einer kleinen Variation noch. Und ein zweiter Punkt, der jetzt allerdings erst im Wintersemester startet, ist, dass wir durch den Innovationsfonds Lehre ein Projektseminar gefördert bekommen haben, das Sensory Sciences Lab, wo interdisziplinär Forschungsprojekte durchgeführt werden sollen. Das sind also 4 Lehrende aus der Psychologie, der Medizin und der Chemie, die in ihrem Forschungsbereich eigene Projekte mit Studierenden der Psychologie, der Medizin und der Molecular Science durchführen. Also das heißt, es geht dann darum, im Laufe eines Semesters eine eigene kleine Fragestellung zu entwickeln, dann zu belegen, wie könnte man das als Experiment umsetzen, Daten zu erheben, auszuwerten und dann die Ergebnisse auch schriftlich und mündlich an andere zu kommunizieren. Das heißt also, die Studierenden sollen so den ganzen Forschungszyklus eigentlich mitbekommen, von der ersten Idee, von der Fragestellung bis zur Datenerhebung und dann sowas wie Veröffentlichung eigentlich der Erkenntnisse. Da gibt es verschiedene Elemente, wie ich versuche, die Studierenden zu begeistern. Eins ist sicherlich, dass ich versuche, an Alltagserfahrungen anzuknüpfen und auch an zukünftige Tätigkeiten. Also die Sachen, die ich vermittle in der Wahrnehmungspsychologie, kann man sehr schön an Alltagserfahrungen und Wahrnehmungsillusionen auch aufhängen. Ein anderer Aspekt ist, um zu begeistern, einfach interaktiv zu sein, mit den Studierenden in Austausch zu kommen, beispielsweise durch Umfragen, durch Diskussionsrunden, durch Gruppenarbeiten, dass einfach eine Interaktivität entsteht und die Psychologiestudierenden wirklich selber ins Denken kommen und nicht nur passiv Wissen vermittelt bekommen. Ein weiterer wichtiger Aspekt, um Begeisterung zu vermitteln, ist einfach eigene Begeisterung auch schon mal zu haben. Das heißt, ich versuche selber, bevor ich ein Seminar oder eine Vorlesung gebe, zu prüfen, ob ich irgendwie begeistert und neugierig bin und wenn ich das irgendwie nicht bin, auch was an meiner Lehre noch zu verändern, also neuere Forschung reinzubringen, neue Alltagsbeispiele, neue interaktive Elemente, irgendetwas reinzutun, wo ich merke, das finde ich selber irgendwie intellektuell anregend und spannend und ich glaube, nur wenn ich selber begeistert bin von meinem Fach und das auch in einer Sitzung so transportieren kann, kann ich natürlich die Studierenden auch für mein Fach begeistern. Das mache ich entweder, indem ich selber über irgendwas Spannendes stolpere, wenn ich irgendwie Artikel lese oder auch irgendwas in Medien etwas erfahre, oder indem ich auch Anregungen und Fragen der Studierenden aufgreife. Ein Beispiel dafür, dass ich über einen spannenden Artikel gestolpert bin, den ich dann eingebracht habe in die Lehre, ist, dass, ich glaube 2021 oder so, eine niederländische Forschergruppe gezeigt hat, dass man bei Affen im visuellen Kortex neuronal mit bestimmten Mustern stimulieren kann und also elektrische Stimulation macht und die Affen dann, obwohl es keinen äußeren Stimulus gibt, trotzdem zum Beispiel Buchstaben wahrzunehmen. Und das konnte ich dann zum Beispiel sehr gut mit einem bestimmten Thema in der Wahrnehmungspsychologie verbinden.
vor Hintergrund meiner Lehrerfahrung finde ich eigentlich 3 Dinge, denke ich, wichtig oder könnte ich vielleicht als Tipp weitergeben. Das eine ist, dass ich es unheimlich hilfreich finde, die Lehre nicht nur aus meiner Perspektive zu betrachten, was möchte ich vermitteln, sondern vor allem die Perspektive der Studierenden einzunehmen. Also mir vorzustellen, was würde ich jetzt wissen wollen, wo würde ich stehen, wenn ich nochmal Anfang 20 wäre und mich mit Wahrnehmung beschäftigen würde. Das heißt also, dass ich versuche auch als Lehrender mir letztendlich den Wissensstand und die Interessen der Psychologiestudierenden vorzustellen und versuchen, dort anzuknüpfen. Ne? Weil ein ganz wichtiger Punkt, das Wissen, was ich vermittle, wird nie 1:1 in den Köpfen der Studierenden landen, sondern alle Studierenden haben auch schon Vorwissen, Vorannahmen und konstruieren aufgrund dieses Vorwissens dann ihren eigenen Wissensstand aufgrund von dem, was ich auch weiter vermittle. Ne? Also so eine Art wissenskonstruktivistische Haltung auch zu haben. Das Zweite, was ich als Tipp sehr wichtig finde, den Studierenden möglichst auf Augenhöhe auch zu begegnen. Also jetzt nicht von oben herab irgendwie Wissen zu predigen, sondern die Studierenden als junge, schlaue Menschen, die irgendwann mal zukünftige Kolleginnen und Kollegen sind, auch ernst zu nehmen und diese Haltung auch zu transportieren, wodurch viel bessere Interaktionen und Diskussionen möglich sind mit den Studierenden, wirklich ja möglichst auf Augenhöhe. Und das Dritte, was ich sehr wichtig finde, ist, dass man versucht, wirklich auch in der eigenen Lehre so die Begeisterung für das Fach beizubehalten und zu transportieren, indem man also versucht, sich selber zu prüfen, ob man das, was man lehrt, wirklich auch noch spannend findet. Und man hat eine Begeisterung für das Fach, sonst wäre man nicht diesen langen Weg gegangen. Und deshalb immer zu gucken, auch, ja, was muss ich vielleicht an einer Lehrformat oder einer Lehrveranstaltung auch noch ändern, neuere Forschung reinbringen, vielleicht noch irgendwie mehr Beispiele, Alltagsbezüge, mehr Anwendungsbezüge, um selber zu merken, man entwickelt auch die eigene Lehre und sich weiter und sich auch die eigene Neugierde so auch zu erhalten für das Fach und für das, was man auch lehren möchte.